In der Molekularbiologie ist die DNA-Replikation der biologische Prozess der Herstellung des ursprünglichen DNA-Moleküls. Die DNA-Replikation findet in allen lebenden Organismen statt und ist der wichtigste Teil der biologischen Vererbung. DNA 2. Die Zelle besitzt die charakteristische Eigenschaft der Teilung, die die Replikation der DNA unerlässlich macht. DNA besteht aus einer Doppelhelix aus 2 komplementären Strängen. Die Doppelhelix beschreibt das Aussehen einer doppelsträngigen DNA, die sich also aus 2 linearen Strängen zusammensetzt, die gegenläufig verlaufen und sich zu 3 verdrehen. Bei der Replikation werden diese Stränge getrennt. Jeder Strang des ursprünglichen DNA-Moleküls dient dann als Matrize für die Produktion seines Gegenstücks. Ein Prozess, der als semikonservative Replikation bezeichnet wird. Als Ergebnis der semikonservativen Replikation wird die neue Helix aus einem ursprünglichen DNA-Strang sowie einem neu synthetisierten Strang zusammengesetzt sein. 4. Zelluläre Korrekturlese und Fehlerprüfmechanismen gewährleisten eine nahezu perfekte Wiedergabetreue für die DNA-Replikation. 5. 6. In einer Zelle beginnt die DNA-Replikation an bestimmten Stellen oder Replikationsursprüngen im Genom, die das genetische Material eines Organismus enthält. 8. Das Abwickeln der DNA am Ursprung und die Synthese neuer Stränge, die von einem als Helikase bekannten Enzym aufgenommen werden, führt zu Replikationsgabeln, die vom Ursprung aus in 2 Richtungen wachsen. Eine Reihe von Proteinen sind mit der Replikationsgabel verbunden, um bei der Initiierung und Fortsetzung der DNA-Synthese zu helfen. Am prominentesten synthetisiert die DNA-Polymerase die neuen Stränge, indem sie Nukleotide hinzufügt, die jeden Matrizen-Strang ergänzen. Die DNA-Replikation findet während des S-Stadiums der Interphase statt. DNA-Replikation. Die Doppelhelix wird geöffnet und abgewickelt. Dann kann die DNA-Replikation, DNA-Amplifikation, auch in vitro durchgeführt werden. Künstlich. Außen dient jeder abgetrennte Strang, Türkis, als Vorlage für die Replikation eines neuen Partnerstrangs, Grün. Runde Klammer. Nukleotide, Basen, sind aufeinander abgestimmte Stränge in 2 neue Doppelhelices. Zelle. Aus Zellen isolierte DNA-Polymerasen und künstliche DNA-Primer können verwendet werden, um die DNA-Synthese an bekannten Sequenzen in einem Matrizen-DNA-Molekül zu starten. Polymerasekettenreaktion, PCR, Ligasekettenreaktion, LCR, und transkriptionsvermittelte Amplifikation, TMA, zur Synthese des neuen Partners sind Beispiele. Im März 2021 berichteten Forscher über Beweise, die darauf hindeuten, dass eine vorläufige Form der Transfer-RNA, eine notwendige Komponente der Übersetzung, der biologischen Synthese neuer Proteine in Übereinstimmung mit dem genetischen Code, in der sehr frühen Entwicklung des Lebens selbst ein Replikatormolekül gewesen sein könnte. Oder Abiogenese. 9, 10